abgefahren. Aber total! Ja! Alter, das war die steilste Welle, die wir heute kriegen konnten. Lass uns zurück zum Strand. Immer weiter entfernt! Was ist das für eine Schlange? Oh, vielleicht gibt es ein Casting für eine coole neue TV-Talentshow im Fernsehen. Das könnte mein großer Durchbruch werden. Irgendwas sagt mir das ganz egal, was es Nächste! Clover dahinter steckt. Nur, dass du es verstehst. Ich suche jemanden, der meine Bedürfnisse versteht, ohne zu verstehen, was das für Bedürfnisse sind. Verstanden? Ich denke schon. Du denkst? Entschuldigung, ich suche keine Denker, ich brauche Macher. Nächste. Ihr wollt euch bewerben, meine persönliche Assistentin zu werden? Seit wann brauchst du eine persönliche Assistentin? Jemand muss meinen chaotischen Terminkalender voller Hausaufgaben, Shoppen und Traumtypsuche organisieren. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss eine Menge neu ankommender Mädchen interviewen. Nächste. Deine Suche ist vorbei. Viel zu aufdringlich. Nächste. Also, Tara, oder? Hier in Kürze. Für den Job erhält man ungefähr nichts, aber du bekommst unbezahlbare Lebenserfahrung und unschätzbare Modetipps. Das klingt toll, aber ich bin nicht sicher. Du willst bestimmt nicht so eine Schüchterne wie mich. Schließlich bist du die hübscheste und beliebteste auf der ganzen Schule. Du hast den Job. In der Zivilisation des antiken Griechenland dienten die Sklaven ihren Herren nicht nur als Hausangestellte, sondern auch als Helfer in der Landwirtschaft. Minenarbeiter, Zubeiter und so weiter. Als Schreiber. Nicht schlecht, aber das nächste Mal als I-Punkt immer ein Herz. Ich liebe diese Jacke. Dieses Bauchfeiershirt ist echt total süß. Und gibt's was Cooleres als diese Hose? Zeit, sie anzuprobieren. So nicht. Oh. Wow, also darum hatte ich Tara nicht gebeten. Was ist denn los, Clover? Ist deine Dienerin bedient und hat sich weggeschlichen? Nein, ich lese nur gerade das, was Tara in mein Tagebuch geschrieben hat. Sie schreibt jetzt dein Tagebuch, also noch fauler geht's wohl nicht, oder? Vergiss den Gedanken nicht. Nachricht an Tara. Falls dieses Training sich für mich mal auszahlen soll, muss ich auch etwas Schweiß sehen. Danke, Kleines. Ganz wie du meinst, Clover. Findest du nicht, dass du das arme Mädchen total ausnutzt? Tara liebt ihre neue Aufgabe. Sie hat lange nach einer Meisterin wie mir gesucht. Nach einer Meisterin im Leuteschinden bestimmt nicht. Oh, Leute, schinden, bereitet euch darauf vor, auf dem Kissen zu landen. Nach dem Wupen eine Kissenlandung? Musikgedämpftes Licht und Räucherstäbchen. Jerry, was ist los? Was los ist? Meine Energielinien, die den Fluss meines inneren Qi ermöglicht haben. All das dank Feng Shui. Feng wer? Feng Shui, das bedeutet, seine Umgebung so zu gestalten, dass das Wohlbefinden unterstützt wird. Kommen Sie, Jerry, das ist doch wirklich so. 2002. Berichtige, 3002. So viele Jahre wird Feng Shui nämlich schon praktiziert. Ladies, treffen Sie meinen Feng Shui-Guru Yin Yang. Ihre Skepsis ist durchaus verständlich. Auch Jerry zweifelte anfangs an mir. Doch dann habe ich ihm gezeigt, wie man sein Gleichgewicht sowohl im normalen Leben als auch in der WUP-Arbeitsumgebung findet. Okay, seidene Bademäntel und Pferdeschwänze für Männer? Nach der Lehre des Feng Shui ist alles lebendig. Menschen, Gebäude, dieser Schreibtisch, sogar ihre Kleidung. Mein Rock lebt? Yin Yang bedeutet, dass alles um uns herum eine Lebenskraftenergie besitzt. Darum habe ich mich selbst und mein Büro verändert, um die Energie frisch und lebendig zu erhalten. Natürlich ist aber die allerwichtigste Sache, die jetzt einer Veränderung bedarf, die Welt.
Jerry, bevor wir die Welt verändern, haben Sie nicht eine Art Retten Sie die Welt-Mission für uns? Im Moment ist Ihre Mission, Ihre Ruhe zu finden, genau wie Eatsaus. Ein ausdehnbarer Kinderteddybär, eine Lebenskraft-Magnetkette und ein ganzheitliches Heilarmband. Benutzen Sie sie mit Liebe. Und das sollen Waffen sein? Nein, ich nenne sie eher Instrumente zur Bewahrung des Lebens. Apropos Bewahrung des Lebens. Ich glaube, es könnte irgendwo ein größeres Erdbeben geben. Ihr Seismograph spielt völlig verrückt. Nur ein Baustein der natürlichen Harmonie der Erde, oder, Jerry? Genau. Und jetzt, Ladies, gehen Sie hin und erleuchten Ihren Weg zur Selbstfindung. Dieser neue, glückliche Jerry ist mir total unheimlich. Ja, und dieser seismische Vorgang muss gleich untersucht werden. Los geht's! Alex, jetzt ist nicht der Zeitpunkt für komische Blicke. Hallo, wir fliegen. Tut mir leid, ich bin nur so daran gewöhnt, dass Tara deine Arbeiten für dich erledigt. Sie hat auch so genug zu tun. Sie wäscht meine Wäsche. Leute, konzentriert euch. Der Expuder hat das seismische Zentrum von Neuseeland geortet, da wo das Land aufs Wasser trifft. Das ist seltsam. Wer auch immer da die Küste bewacht, macht seine Arbeit nicht richtig. Was meinst du damit? Ich meine, die Küste, sie müsste eigentlich genau hier sein, aber dem ist nicht so. Oh, das liegt daran, dass sie mitten im Ozean umherschwimmt. Das ist nicht so toll. Wir müssen Jerry benachrichtigen. Das Feng Shui-Seminar läuft gerade. Friede sei mit euch. Das müssen wir wohl allein regeln. Wartet! Sollten wir nicht einen etwas unauffälligeren Safari-Schick anziehen? Cool! Bitte sagt mir, dass da nur ein Magen knurrt. Glaubst du, Clover? Gut zugegriffen, Clover. Ich bin fast oben, wenn nur diese Steine nicht wegbrechen würden. Diese menschliche Kette hält nicht lange. Ich brauche etwas Stabileres. Wie wär's mit diesem Metallkabelding da? Metallkabelding? Wie kommt das denn dahin? Ist doch egal, greife danach. Okay, aber wie soll ich da rankommen? Mit der Lebenskraft-Magnetkette. Vielleicht zieht sie das Metall ja an, aber ich brauche meine andere Hand. Wir aber auch. Wir haben keine Wahl. Clover, versuch's mal. Alex, spring! Es lebe der Magnetismus. Springt zurück, Leute. Bist du sicher, dass es hält? Irgendwie schon. Besser als nichts. Dieses Wegbrechen der Erde mit dem Tourismus sowas von Schaden. Aber sie haben ja noch Kabelfernsehen. Eine unbewohnte Insel mit irgendwelchen Untergrundkabeln? Jemand hat die aus einem bestimmten Grund dahin gelegt. Aber wer und warum? Wir können nicht auf den geheimnisvollen Kabelmann warten. Auf der Richterskala von 1 bis 10 würde ich der Insel eine 11 geben. Welche Insel? Ich kann nicht glauben, dass wir um die halbe Welt geflogen sind und nur dieses Stück Kabel mitgebracht haben. Vielleicht ist es mehr als das. Ich versuche mal, seine Herkunft mit dem Expuder zu überprüfen. Mach mal. Ich will mich einfach nur auf die Couch schmeißen.
Also gut, wer hat die Couch umgestellt? Ich nehme an, es ist die gleiche Person, die auch den Rest verändert hat. Tara. Oh, hallo Clover. Clovers Freundinnen? Clovers Freundinnen sind gerade dabei, deine schlimmsten Feinde zu werden. Was hast du nur mit unseren Möbeln gemacht? Ich habe hier drin überhaupt nichts gemacht. Aber ich habe deinen ganzen Schrank neu organisiert und zwar nach Größe, Farbe und dem gewünschten Anlass. Einen Augenblick, ist das nicht mein Strandkleid? Sei nicht albern, wieso sollte ich dein Kleid tragen, wenn ich mein eigenes tragen kann? Ich habe mir alle deine Outfits gekauft und das Make-up und die Haarprodukte. Genug geuntet. Gut, ich muss mich nur noch um eine letzte Sache kümmern. Clover, deine persönliche Assistentin wird viel zu persönlich. Das ist total unheimlich. Fast so unheimlich wie die Tatsache, dass jemand unsere Möbel umstellt. Ich rufe Jerry an. Hallo, feiern wir gerade die Wiedergeburt Ihres persönlichen Umfelds? Was? Yin Yang und ich haben uns entschlossen, Ihren Lebensbereich zu harmonisieren. Jerry, geht's Ihnen auch gut? Mir geht's super. Ich bin eins mit der Erde. Apropos Erde, wir haben diese seltsame seismische Aktivität. Tut mir leid, ich muss jetzt meinen Energiehaushalt ausbalancieren. Vergesst seinen Energiehaushalt. Wie wär's, wenn man sein Gehirn wieder richtet? Das ist die Kabelanalyse. Hier steht, dass es aus verflochtenem Stahl ist, mit einer hohen Konzentration von Sojaextrakt. Das ist ja merkwürdig. Nicht so merkwürdig wie das da. Ah! Gefällt euch mein Haar? Oh, du meinst mein Haar? Sieh mal, Tara, warum nimmst du dir nicht den Rest des Tages frei? Cool, wir sehen uns. Sie will ebenso wie du sein. Ich wollte jemand, der mir hilft, kein, der so ist wie ich. Was mache ich denn jetzt nur? Wir fahren zurück in den Südpazifik. Wie sich herausstellt, wurde eine supergroße Ladung dieses Metallkabels an eine nicht verzeichnete Insel verschickt. Weit und breit keine Spur von einer nicht verzeichneten Insel. Halt weiter die Augen offen, wir sollten gleich da sein. Achtung! Wir haben sie gefunden. Der Boden scheint hier fest zu sein. Eigentlich ist es hier wirklich ausgesprochen friedlich. Friedlich, aber nicht natürlich. So ähnlich wie das tropische Inselrestaurant im Einkaufszentrum. Ich liebe diesen Umhang-Look. Er strahlt Lockerheit aus, Bequemlichkeit, die Freiheit zu flüchten. Oh, ich rieche hier nach Lavendel. Vielleicht wird dein Gestank sie dann aufhalten. Das können wir jetzt nicht rausfinden. Los! Du hast gut reden. Ich stecke hier drin fest. Das tun wir alle. Ich glaube, das ist Treibsand. Wo sind wir denn hier nur? Sie sind in meinem Feng Shui-Insel-Versteck-Hauptquartier. Yin Yang? Bitte sagen Sie mir, dass das alles hier ein verrückter Feng Shui-Scherz ist. Der Welt den Frieden zu bringen, ist aber kein Scherz. Und wie bringt das Blut, das in unsere Köpfe strömt, den Weltfrieden herbei? Ohne Ihre ständigen Störungen kann ich die Installation der Kabel auf den Landmassen überall auf der Welt abschließen. Betrachten Sie es als eine Art Bewusstseinskontinentalverschiebung. Ach, deshalb sind Sie Jerrys Guru geworden. Ja, denn wenn ich Jerrys Bewusstsein, die WUP-Organisation und die hier anwesende Gesellschaft kontrolliere, wird nichts mehr meine neue Weltordnung aufhalten können. Aber wenn Sie die Kontinente neu anordnen, wird das die Erde zerstören. Sie machen sich zu viel Sorgen. Ein Bad in einem Pool meines beruhigenden Tees wird Ihre Ängste vor meiner neuen, natürlichen Weltordnung verschwinden lassen. Ich muss zugeben, für einen üblen Weltzerstörer ist Yin Yang eigentlich ziemlich nett. Ja, sehr nett. Also dieses Feng Shui-Zeug macht echt keinen Spaß. Mein inneres Qi wird gleich von kochendem Tee vernichtet. Die neuen Waffen, die uns der fröhliche Izaus gegeben hat, nützen uns auch nichts. Mach's gut, nutzloser Bär. Wow. Eher nützlicher, ausdehnbarer Bär. Ja, wir sind gerettet. Die Zeit des Teetrinkens ist sowas von vorbei. Wir müssen Yin Yang finden, bevor er der Welt seinen Feng Shui-Willen aufdrückt.
was die Natur ist, halte ich lieber Abstand. Vielen Dank auch. Erst mal sehen, wie sich meine weltweiten humanitären Anstrengungen überhaupt so auszahlen. Zu sehen, wie die Welt sich bewegt, berührt mich wirklich. Oh. Die treiben da draußen immer noch ihr Unwesen. Dann wird's jetzt Zeit, ihre Sorgen zu ertränken. Also, das habe ich nicht erwartet. Yin Yang aber auch nicht. Wie hat er das gemacht? Meine höhere Bewusstseinsebene hat mir zusätzlich ein drittes Auge verschafft. Ein Kameraauge. Dieses Kameraauge speist ein Signal in meine speziell entwickelte Kontaktlinse, die es mir ermöglicht, alles zu sehen. 3 gegen 1, also den besiegen wir doch mit links. Da kann er noch so viele Augen haben. Meine Augen sehen alles. Oh nein, die Natur! Wir müssen ihn sofort da rausholen. Das habe ich nicht erwartet. Also, erst lasse ich Sie ins WUP-Hauptquartier und dann hypnotisieren Sie mich mit Ihrem dritten Auge. Ja. Wie konnte ich nur so unverantwortlich handeln? Wie schön, dass wir den alten, verspannten Jerry wieder haben. Gute Arbeit, Spione. Sie werden sich sicher sehr freuen zu hören, dass WUP-Agenten die Landmassen an ihren angestammten Platz zurückbringen. Na, dann wird es wohl nichts mit dem Spaziergang nach Paris zum Shoppen. Und wirfst du heute deine persönliche Assistentin raus? Ich glaube, ich nehme Tara unter meine Fittiche und bringe ihr bei, dass der Schlüssel zur Popularität ist, ganz man selbst zu sein. Bei Popularität fällt mir ein, wer steht denn da in der Mitte dieser Menschentraube? Also ich sage nur, aber total. Und sie sagt nur, was auch immer. Du bist echt die Coolste, Tara. Aber natürlich ist sie die Coolste. Sie ist ich. Bald hört man sicher, dass sie eine persönliche Assistentin engagiert hat. Tut mir leid, Leute. Ich muss persönliche Assistentinnen interviewen. Nein, das musst du nicht. Wenn du an der Spitze bleiben willst, bin ich die Einzige, die cool genug ist, deine Assistentin zu sein. Jeder, der mit Tara sprechen will, muss zuerst mit mir sprechen. Anstellen! Oh, Clover, niemand kann jemals eine bessere Clover sein als du. Ja, du
Du wirst für immer die beste Freundin für uns sein. Danke, Leute. Außerdem, wenn Mandy ihr ab jetzt hilft, werden Terras 15 Minuten Beliebtheit ganz schnell zu Ende sein. Yin Yang ist vielleicht ein verrückter Meister, aber eigentlich ist Feng Shui total gut für einen. Und hallo, wenn dein Job der einer internationalen Superagentin ist, brauchst du echt total viel Zeit zum richtigen Entspannen. Hey, ich kann genau hören, dass du in meinem Schrank bist, Alex. Hände weg von meinen neuen Schuhen. Ich wollte sie nur mal ansehen. Totale Entspannung.